So, guten Tag. Hier bei Killer is Dead. Das gibt's gerade bei Steam für 3,99 €, deswegen habe ich es mir einfach mal gekauft. War runtergesetzt von 19,99 €, hatte bis jetzt gute Bewertung und ich wollte es mir halt jetzt mal selber anschauen. So, ich gehe natürlich auf neues Spiel. Ich habe schon mal ein bisschen was eingestellt und so. Deswegen ähm, hatte ich schon einen anderen Spielstand. So, wir fangen mal an auf normal oder schwierig. Machen wir normal. Ich kenne es ja noch nicht. Also ich habe die ersten zwei Missionen gespielt, aber ähm, ihr werdet sehen, das ist nicht viel. Bin ich ein bisschen blöd, dass man da... Episode eins, der Mann, der den Mond wählt. Diese Sachen da nicht lesen konnte. Da im Bildschirm gerade. Ja. Ein viertes Mädchen. Schicken Arm hat er. Executioner. Okay. Mit L bewegen, R Kamerasteuerung, ja, ich spiele jetzt mit einem Xbox 360 Controller, weil, ja, das sind so Action-Spiele, die spiele ich gerne mit dem Controller, so auch wie Devil May Cry oder sowas. Wenn es dann eher so auch an Schießen und sowas geht, da spiele ich dann lieber mit Tastatur und Maus, da bin ich einfach geübter. Aber das hier ist einfach komfortabler mit dem Controller, finde ich. Bis jetzt noch nicht so viel Action. Checkmate. Oh, wir haben auf jeden Fall ein Loch mehr im Kopf als vorher. Ui, Namen weniger. Don't tell me. You're the darkness. Halten RT. Killer is dead. Loslassen. Tja. Gut.
Wie? Das war's jetzt schon. Wir haben nichts gemacht, außer dem da auf den zulaufen und ihn töten. Abschlusspunkte 125.272 $, 5.000 Bonus Gesamtschaden, 50.000 Belastbarkeitszahlung. Naja. Hat 38 Sekunden gedauert. Immer wenn der Highscore aktualisiert wird, erhöht sich auch dein Punktestand auf der besten Liste. Ah ja. Mir gefällt die Musik. War auf jeden Fall eine recht einfache erste Aufgabe. Man fühlt sich nicht unbedingt überfordert. Neue Mission freigeschaltet. Okay. Episode 2. Killer is dead. Ah, hier kann ich noch rumswitchen in den verschiedenen Schwierigkeitsmoden. Gut, fangen wir einfach mal an. Das da, das würde ich gern lesen. Aber es ist schnell weg. Killer is dead. Wake up. Mondo, wake up. Open your eyes. Slowly. It's time to get some work done. We've got prey that needs hunting. Mondo, you listening to me? Hey, give me a sec. I'm in the middle of something. It's time. Sorry, baby. I got a job to do. But afterwards, we'll pick up where we left off. I can't wait. I know. I won't be long, I promise. You can go to my place. Mondo! Okay. I'll forgive you this time. Mika, spill your wine. Huh? What do you mean, sir? Spill your wine on the target. And please, make it look natural. Roger! Mondo, slow down. Well, I'm racing against the clock here. Every second counts. I spilled it! Did the target move? Yes! Good. Approaching the target. Leave the rest to me. Schicken Arm hat er. Das Katana Gekkou absorbiert Blut und verbessert wesentlich Mondos Kampffähigkeiten. X Katana-Kombination. Führe weiter Kombos aus, um den Angriff zu beschleunigen. X halten, Moon Slash. Moon Slash, ah ja. Ich probiere mal andere Tasten aus. Also nichts anderes funktioniert. Ich kann nur X drücken. Okay. Und die scheinen sich auch nur mäßig zu wehren irgendwie. Das ist jetzt noch gar nicht. Wo muss ich weiter? Nachdem du Wires besiegt hast, kannst du ihre Körperteile erbeuten. Wires Synapse, Gesundheit wiederherstellen, Energiekern, Blut wiederherstellen. Du kannst Mondo mit erbeuteten Gegenständen, achso, Mondkristalle sind das ja, Gegenständen upgraden. Verwende Edelsteine, um Mondo abzugraden und Fertigkeiten zu erlangen. Gesundheitsedelsteine. Gesundheitsedelsteine sind Wired-Zellen, die deine Vitalität steigern.
Gesundheit gewähren. Wenn sich dein Gesundheitswert erhöht, dann erweitert sich auch dein Gesundheitsmaximum. Blutige Rose. Bei blutigen Rosen handelt es sich um kristallisiertes Blut von Wires, die die Kraft deines Blutes steigern. Blut liefern. Wenn sich dein Blutwert erhöht, dann erweitert sich auch dein Blutmaximum. So, okay, viel Theorie. Impressive. You new around here? Sir! Let go of me, you stupid! A little bitch. Spilled wine on my suit. I'm your replacement. I see. Are you saying I dropped the ball? Because I was under the impression that I executed every job perfectly. Haven't I, Brian? The boss isn't here. He's waiting at the table. He'd like to have a few words with you. Is that so? Oh, I'm glad. Good luck, kid. One day, you may have to walk this path too. And on this job, you always come face to face with darkness. That's why you gotta find a beacon of light that'll never succumb to it. Thank you. Those are words I won't forget. Ganz oft X drücken. How about a drink? Brian, did I make a mistake? Yeah, by going against the state. That's evil, man. At least that's what I believed. Tell me, did you accept the darkness? I devoured it entirely. I've been enchanted by her beauty and her chaos. The still dark night. Everyone feels that way. It doesn't matter now. Watch out for that young kid. He's dangerous. Show him the right way. Yeah, I intend to. To the executioners, a toast. Cheers. Good wine. A 1950 vintage Burgundy. Brian, was my life worthwhile? Everything in life is worthwhile. Never forget that. The killer is dead.
So, liebe Kinder, ihr wisst jetzt auch, was passiert. Wenn? Let the killing begin. Was passiert, wenn man ganz viele Schwerthiebe abbekommt? Man blutet sehr stark, also bitte nicht zu Hause nachmachen. Arbeitszeit 1 Minute 22. Abschlusspunkte 131.175. Bonus Gesamtschaden 30.000. Belastbarkeitszahlung 10.000. Belohnung Gesamt 171.175. Name Mondo Zappa. Geschlecht männlich. Ah ja. Ah, vielleicht hätten wir vorher mal lesen sollen, an wen das ging. Das Katana Gecko absorbiert Blut und verbessert wesentlich Mondos Kampffähigkeiten. Ja, das kennen wir ja schon. Es lädt ziemlich lang. Neue Mission freigeschaltet. Episode 3. Frau voller Schmerz. Kunde Robert. Status neue Mission. Informationen zum Zielobjekt. Alice. Name Alice. Geschlecht weiblich. Größe 1,70. Alter 21. Herkunft Frankreich. Nun gut. Gehen wir es an. Episode 3. Frau voller Schmerz. Zwei Wochen früher. Anstellungsangebot. Ah, so wird es jetzt wieder. Reicht. Mika, get up. Time to go. Get dressed. It's time to go to the office. What? We passed the test? I passed the test. What about me? Failed, obviously. Huh? I was afraid of that. I'm a loser. If you're gonna throw a tantrum, do it later. I've got work to do right now. Just try harder next time. You know I'm gonna need an assistant. Really? Yes. Now let's get ready. Pronto. I'll do my best. Tipps: Muscleback, Mondos linker Arm wird durch aufgenommenes Blut von besiegten Feinden betrieben. Ah ja. Morning. Mondo reporting for work. I'll be starting here today. Ah, jetzt. I'm his assistant, Mika, and I'll be helping him out. That's nice, newbie. But you've already got the job. Save it for later. All right, you two, listen up. We're the country's first line of defense. We operate solely on tax dollars, so we can't afford to waste a single moment. From now on, every fiber of your being exists to serve the state. Am I clear? Yeah, I think so. I understand. So, who's our client? Good. He should be here any second. I already am. Wie ist er da hingekommen? I'm Robert, the artist. Schräg. So to summarize, you're living next to a monster. Is that right? Monster? So, you're suggesting that this creature is what's responsible for all the recent disappearances? That's only speculation, of course. Speculation. The truth is often found buried deep within speculation. In fact, some monsters can only be uncovered through speculation. Chief, please calm down. Yeah, I got a little ahead of myself there.
Well, that's not all. I see. You hear children scream in terror every single night, and the window is spattered with blood. And it's only natural to assume that you're living next door to some kind of demon or monster. And this drawing came straight from our client. It's gotta be the real deal. So, Mondo, do you have it all? Yeah, I've got it covered. All right then. After careful consideration, we decided to take on your case. However, I do need to inform you that the function of this office is execution. You got any problem with that? Execution? Yeah. Well, this is a monster. It's a monster. Right, a monster. We kill monsters! That okay with you? Yes. Fine. Now we need the $10,000 up front for our services. What? Isn't the state supposed to pay for the execution? The execution, yes. But cleanup of the body parts and gore is not cheap. Vivi, why don't you just calculate the expenses at the end? Chief, not again. Fitting task for our newest employee. Wouldn't you agree, Mondo? Please check back with our office in 1 week, and we'll give you a status report on our progress. Now, if you could please sign on the line. But of course, we won't keep you waiting an entire week. Thank you very much. Du kannst Mondo mit erbeuterten Gegenständen upgraden. Jo, du musst erstmal welche finden.